Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Herzlich willkommen zur Alten Schule, eurem Lieblings-Auto-Podcast im deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Carsten Arndt und für meinen heutigen Gast gibt es nur eine Bezeichnung, die er verdient hat, denn er ist wirklich eine lebende Legende. Er ist der letzte Silberpfeilpilot aus der gefährlichsten Ära der Formel 1 und bis Michael Schumacher die Motorsportbühne betreten hat, war er der erfolgreichste deutsche Rennfahrer. Die Rede ist von Hans Herrmann. Ein paar Mal ist er dem Tod von der Schippe gesprungen, was ihm den Spitznamen Hans im Glück eingebracht hat, und ich habe ihn bei sich zu Hause in Sindelfingen bei Stuttgart besucht, wo er mit seiner Frau lebt, und jetzt achtet mal auf seine feste Stimme. Ich hoffe, dass ich mit 65 noch so klinge. Hans Herrmann ist sage und schreibe 91 Jahre alt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sein Geheimrezept für seine Fitness ist. Ich glaube aber, dass er sich eine gehörige Portion Humor bewahrt hat. Ein Geheimrezept, von dem ihr profitieren könnt, hat unser heutiger Partner im Programm. Denn bei Shell könnt ihr den Wunderkraftstoff Shell V-Power tanken und das ist wirklich ein ganz besonderer Sprit. Mehr Leistung, weniger Verbrauch, ein gereinigter Motor und das schon ab der ersten Tankfüllung. Und es muss nicht mal teuer für euch sein, denn wenn ihr euch für den Shell V-Power Smart Deal registriert, spart ihr auch noch ab der ersten Tankfüllung. Alle Infos dazu findet ihr auch auf shell.de/vpower. Viel Spaß jetzt mit einer Folge Alte Schule, die den Namen heute mehr als verdient hat, mit Hans Herrmann. Herr Herrmann, 19 Jahre Karriere als Rennfahrer, sind 1928 geboren und sind von der Backstube ins Formel-1-Cockpit gekommen. Wie war der Weg dahin? Das ist ja nicht ganz normal. Na, das ist etwas nicht Übliches, denn meine Mutter wollte natürlich nie, dass ich in die Richtung Rennen fahre. Jede Mutter hatte Angst natürlich um ihren Sohn. Und ich musste aber eine Lehre machen. Das war die Pflicht, das war einfach die Voraussetzung. Und da habe ich die 3 Stunden die 3 Jahre waren das ja, die Lehre hinter mich gebracht und bin dann Rennfahrer geworden durch eigentlich, ich muss vorher früher etwas erklären, als Junge in der Schule, 8 Jahre, 9 Jahre, da hat ja jeder irgendwelche Visionen und Wünsche und Vorstellungen, was er mal alles werden wird. Damals war einfach hochinteressant Pilot, dann Kapitän, das war ganz, ganz wichtig, ein Kapitän, auch Lokomotivführer, und ich wollte halt Rennfahrer werden. Das war also meine Richtung. Und dass ich es dann doch noch hingekriegt habe, das sind eigentlich Glücksumstände oder das ist auch Pech eines anderen, denn bei der Nachwuchssuche von den Firmen, Sie können ja nicht in eine Firma gehen, zu Mercedes, zu Porsche oder zu irgendeiner Firma, nehmen Sie mich, ich bin ein guter Rennfahrer. Sie müssen sich beweisen. Ja. Sie müssen also vorher Veranstaltungen gefahren haben, die vielleicht dahin weisen und zeigen, dass so eine Firma dann sagt, ja gut, den probieren wir mal. Und so hatte ich das Glück, weil ein anderer schwer verunglückt ist, der dann nicht mehr rein konnte. Und so hatte ich dann die Möglichkeit, mich dann zu zeigen. Wir waren 4 Fahrer, davon wussten wir genau, einer wird genommen, nämlich am Schluss von den 2 Trainingsfahrten oder Testfahrten am Nürburgring der schnellste. Und das war ich dann. Sie sind allerdings vorher schon mal gefahren, in Ihrem privaten Porsche 356? Ja, natürlich. Ich sage ja, das sind die Voraussetzungen, genau, dass man fahren muss, Veranstaltungen, sodass die, was ich vorhin erwähnte, aufmerksam werden, sagen, oh, der hat da gewonnen, der hat da gut abgeschnitten. Den versuchen wir, so wie ich es vorhin sagte. Sie waren eigentlich ein Naturtalent und Sie waren wahnsinnig schnell vom ersten Rennen an. Also ich hatte, mir ist es locker von der Hand gegangen, vom Fuß, mit Gas und Brems. Also ich war ziemlich schnell immer eigentlich mit jedem Fahrzeug gut und schnell verbunden. Und das Casting, von dem Sie eben gesprochen haben, das war der berühmte Alfred Neubauer, der Mercedes-Rennleiter, der Sie angerufen hat. Und Alfred Neubauer, da sagt man immer, der hat den Beruf des Rennleiters erfunden oder des Motorsportchefs. Da war er der Erste, der da mit Herzblut hinter war und das war ein ganz besonderer Charakter. Wie war das? Damals waren Sie ein junger Bub mit 25 Jahren, glaube ich, und da ruft dann der große Alfred Neubauer an. Das ist ja eigentlich schon der Traum eines jeden Rennfahrers. Morgens kam ein Anruf von der Frau Heinze, ist die Sekretärin gewesen vom Dicken. Unter uns haben wir halt vom Dicken gesprochen, vom Herrn Neubauer. Und
die sagte zu mir, Hermann, der Herr Neubauer, der Direktor Neubauer, da waren ja auch die Titel noch wichtig, möchte Sie sprechen. Da ich ein Langschläfer bin, das war morgens, ich weiß nicht, um 10 Uhr, lag ich nur im Bett, ich war ja komplett sprachlos und nehme den Hörer und melde mich nicht gleich. Und da schreit der Neubauer rein, na, ich muss andersrum sagen, er sagte zu mir, Herr Hermann, wir möchten Sie für Testfahrten am Nürburgring haben, am so und so vielten, 26. am Nürburgring für die Testfahrten. Jetzt war ich so perplex und sagen wir mal, wenn so eine Koryphäe, wenn so ein Mann wie der und von Mercedes, der Neubauer, mich anruft, da war ich zuerst sprachlos. Und wenn das dann 3, 4, 5 Sekunden dauerte, bis er die Antwort von mir brüllte, der, ja, wollen Sie oder wollen Sie nicht? Das war natürlich will ich. So war also der Beginn mit Neubauer am Telefon. Und dann waren ja diese Teste, wo ich dann von den 4 Fahrern, das war damals der Paul Freer, der später auch mal ein Formel-1-Rennen gewonnen hat. Das war der Günter Bechem, ein ganz hervorragender Rennsportwagenfahrer. Und ich komme jetzt nicht drauf, also kann man ja alles nachlesen. Genau. 4 Fahrer und davon wussten wir alle 4. Am Ende wird er schnell, das war der Hans Klenk, natürlich der Hans Klenk, der dann aber bei diesen Testfahrten leider ganz schwer verunglückt ist. Und dann sind Sie die Silberpfeile gefahren, haben sich da auch schnell dran gewöhnt? Ich war ziemlich schnell drin. Ich war für mein erstes Formel-1-Rennen war in Reims, der große Preis von Frankreich. Neben das Team war dann Fangio, Johann Manuel Fangio, die Größe dieser Fahrer, Karl Kling, der ja dort auch der Ingenieur war und die Teste alle durchgeführt hat. Und später, und ich, und im Jahr später kam dann der Stirling Moss hinzu. Wahnsinn. Also die Creme de la Creme der Rennfahrer weltweit eigentlich. Also ja. Sie als erfolgreichster deutscher Fahrer, bis Michael Schumacher kam. Juan Manuel Fangio, wovon heute noch alle Formel-1-Fahrer sagen, das ist der, den sie alle anhimmeln. Ja. Wie war das damals für Sie, den großen Fangio persönlich kennenzulernen, mit ihm zu fahren? Der Mann ist für mich der größte, der beste Rennfahrer der Welt. Aber auch außer Rennen als Mensch ein unglaublicher, ein sehr bescheidener Mann. Er kommt ja von kleinen Verhältnissen, aber er war wenn der in einen Raum kam, da kam jemand, das nisterte, also trotzdem er in allen Dingen zurückhaltend war. Und er hat mir unglaublich viel geholfen, was heute undenkbar wäre zwischen 2 Teamkollegen. Im Gegenteil, die helfen sich nicht gegenseitig. Da hat jeder seinen eigenen Renningenieur heute und Mechaniker und dann wird er abgeteilt und zugedeckt und was weiß ich. Ja. Er war offen und hat mir unheimlich viele kleine Tricks auch zu den Rennen, denn ich war ja auf keiner Rennstrecke vorher vom Formel 1. Hat mir viel geholfen. Unglaublich. Und Sie haben natürlich da auch gelernt, wie man ein Auto abstimmen muss und so. Was aber auch ganz beeindruckend ist. Das habe ich bei Mercedes noch nicht, das hat der Karl Kling gemacht. Carlo Abarth erst, ne? Bei Abarth, habe ich unheimlich viel gelernt. Kommen wir hoffentlich noch drauf. Ja. Wir müssen auch über das erste Jahr reden. Ihr erstes Formel-1-Rennen war übrigens an dem Tag, als Deutschland Weltmeister wurde. Fußball-Weltmeister. Richtig, 4. Juli 54. Das erste Rennen. Gleich sehr gut dabei gewesen. Und ja, ich bin leider ausgefallen, aber ich fuhr die schnellste Runde. Eben. Das war ja auch wieder etwas, wo man sah, dass ich recht schnell sein kann. Und Sie haben was Besonderes im Jahr 1954 auch gemacht. Sie sind parallel, was man sich heute auch nicht mehr vorstellen kann, für Mercedes und für Porsche gefahren. Ja, das war irgendwie durch bestimmte Verträge, die man da abgeschlossen hat und da abgeschlossen hat, ging das zusammen. Denn der Neubauer sagte mir dann, Sie fahren nur für uns und für niemand anders. Und habe ich ihm gebeten, dass er mir vielleicht das doch erlaubt, den Freitag, Samstag waren die Sportwagenrennen, auch manchmal eine gleiche Rennstrecke sogar. Und am Sonntag war ja das Formel-1-Rennen. Also ich hatte da eine Sonderstellung
Und er hat mir das dann doch noch, denn er hatte zuerst gesagt, kommt nicht in Frage. Und da habe ich gedacht, naja gut, da hast halt Pech, kann schlicht bei Mercedes fahren, obwohl ich die Möglichkeit hatte, weil ich mit Ferry Porsche, da gab es damals nicht mit Vertrag. Ich habe von Porsche ein Blatt Papier gehabt. Das war, heute haben die ja ganze Mappen, schleppen die rum mit ihren Verträgen. Und da habe ich dann halt mich begnügen müssen und sagen, ja gut, dann leider nicht. Und 1 oder 2 Wochen später hat die Heinze angerufen und sagte, Hermann, Sie sollen nochmal zum Herrn Neubauer kommen. Und da hat er es mir dann erlaubt, dass es möglich war. So also schwierige, ganz schwierige, kritische Situation. Aber das spricht ja auch für Ihren Charakter, dass Sie nicht sagen, danke Porsche, da ist was Besseres gekommen, ich fahre jetzt Formel 1 mit Mercedes, sondern Sie haben Wort gehalten Das und gesagt, wir haben keinen Vertrag. So bin ich erzogen. Ja, das ist auch eine Seltenheit heutzutage. Heute kommen Sie mit 20 Anwälten und klagen sich einfach raus. Ne? Es ist halt so, dass heute halt, und das merkt man auch beim Fahren gegenüber bei uns, dass dem Menschen gegenüber, dem anderen, der Respekt ist verloren gegangen. Leider Gottes. Ohne dieses Doppelfahren wäre uns eine wahnsinnige Geschichte entgangen. Und zwar 1954 den Mille Miglia auf dem als James Dean Porsche bekannt gewordenen 550 Spider, wo sie mit Herbert Linge gefahren sind. Und das ist ein ganz bekannter Porsche-Mitarbeiter und auch Rennfahrer. Und Sie sind gefahren. Vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen was über dieses Rennen, weil da sind Sie schlagartig weltberühmt geworden und durch die Presse gegangen. Man muss sich also Italien, das ist ja eine ganz andere Mentalität wie die Deutschen, die so geradlinig und sind. Bei Italien geht es ein bisschen lässt man ein bisschen lockerer. Und so war auch, sagen wir mal, wir trainierten ja die Mille Miglia. Gut, bei Porsche hat man nicht diese großen Möglichkeiten, so viel wie später, ein Jahr später bei Mercedes haben wir ja wochenlang trainiert. Aber wir haben trainiert und wir haben dann zum Beispiel, wenn eine Bahnschranke geschlossen ist, also so war das damals in Italien, heute teilweise auch noch, da kommt die Frau mit ihrem Fahrrad und will drüber, aber jetzt ist halt die Schranke gerade zu, weil ja der Zug kommt. Und diese Wärter, die wissen oft nie genau immer, wann kommt der Zug, die lassen halt die Schranke mal runter. Ja, so ist italienisch, meine ich. Und dann schaut die Frau nach links, nach rechts, sieht keinen Zug, drückt die Barriere hoch, was ja bei uns unmöglich wäre, uns Deutschen, natürlich. Und geht da durch übers Gleis auf der anderen Seite wieder raus. So ist es dort. Und beim Training zu der Mille Miglia waren wir, das war unten bei Aquila Rieti, irgendwo in der Gegend, also zurückkommend wieder, von den 1000 Meilen, die 1600 Kilometer, kamen wir um eine ganz schnelle, das heißt der Herbert Linge, der hat ja das Gebetbuch. Genau. Und der schreit kaum, aber so, wir hatten ein Buch mit Farben. Das heißt, manchmal war das Geräusch so, dass ich es noch verstehen konnte oder auch nicht, aber zur Sicherheit waren das immer Zeichen. Also ganz kurz für unsere Hörer, Sie saßen im offenen Auto und er hat Ihnen die Strecke vorausgesagt, die Kurven und die das war ja das, was wir trainiert das haben. Gebetbuch. Das ist den Baum rechts, da musst du Vollgas und da bremsen. Wo man die Kurve nicht einzieht, kann ich auf dem Gas bleiben, das ist eine schnelle Linkskurve und so weiter. Okay. Die Bahnübergänge sind dort sehr unterschiedlich. Ein Bahnübergang in Italien, da ist manchmal das Gleis da oben, 8 cm höher und der Beton unten. Dann reißt man sich alles raus. Und da sind diese Bahnübergänge, hatten wir ganz jeden Bahnübergang beschrieben. Der da, wo wir jetzt waren, war ein hervorragender. Also da musste ich nicht irgendwie, sondern nur mit der Kurvenradius mich anpassen an die Geschwindigkeit. Ich komme also mit 160, 170. Um eine Rechtskurve war es. Da ist links und rechts ein Hügel. Also man kann wenn es eben gewesen wäre, könnte man ja sehen, ob ein Zug kommt. Ja. Eben. Ja. Das war dort nicht der Fall. Wir kommen also um diese ganz schnelle Rechtskurve herum und dann steht an der Schranke ein Funktionär, da gibt es ja auch Bilder und auch, ist festgehalten worden, mit der Flagge
und will mir anzeigen, ich muss halten. Bei 160. Jetzt war aber diese Distanz von der Kurve rechts bis zur Bahnschranke hätte ich nie halten können. Ich hätte nicht mehr das Fahrzeug zum Stillstand gebracht. Und da ich dachte, es wird vielleicht unten reichen, habe ich dem Herbert Lenge auf seinen Sturzhelm gehauen, weil der ist ja dauernd in sein Buch, der guckt immer nur hoch, damit er mir dann das nächste Signum geben kann, wo wieder die links, rechts und so weiter. Und habe den nur auf den Kopf gehauen. Dann hat er reagiert, einfach, wenn ich ihm auf den Kopf gehauen, einen Sturzhelm gehauen habe. Abgetaucht. Runter, und ich auch. Und wir sind unten durchgekommen. Sogar, ich hatte nur Angst, wir hatten ja in dem offenen Auto kleine Plexi-Scheibchen, also so eine kleine Scheibe, die den Wind ein bisschen abhält. Dachte ich nur, das reißt ab. Und auch das war nicht beschädigt. Wir sind also unverschoren durch die 2 geschlossenen Bahnschranken durchgeschossen. Waren dann aber, also er jedenfalls war dann die ersten Minuten völlig still und hat nichts mehr angesagt, bis ich dann einmal gesagt habe, so schlimm war es auch nicht. Ja, und dann ging das Rennen weiter und das konnten wir ja noch, ich glaube, wir waren Dritter. Kann das sein? Dritter? Ja, ich meine auch, dass ich es gelesen habe. Ich weiß nicht, ja. Es waren nur 2 riesen Ferrari vor uns. Und wir waren, glaube ich, Dritter im Gesamtklassement. Und es ist aber direkt auch der Zug gekommen. Ne? Sie sind auch knapp vorm Zug der durch die Zug Schranken war, durch. Da gibt's ja dann, da wurde fotografiert und wir hatten dann ein Bild bekommen auch, wo der Zug, der war tatsächlich nur noch 5 Meter weg. Unfassbar. Also ein Riesenglück. Da hieß es ab da Hans im Glück. Hans im Glück. Und Sie hatten ja einige Male so extrem viel Glück. Sie hatten ja einige Unfälle, wo es nach jedem Einzelnen ein Wunder ist, dass wir heute noch zusammensitzen. Erinnern wir nur mal an Monaco 1955. Oh ja, Monaco war ein mit dem Silberpfeil, das ganz böser Unfall. Da war im Abschlusstraining, das ist gerade da, wo mir auch wiederum der Fangio so viel geholfen hat, die Strecke weil ich bin ja vorher nie dort gefahren. Und 1-2 Runden vorher spürte ich im Abschlusstraining, dass die Bremsen nicht mehr gleichmäßig Bremsen ziehen und das Auto immer einen Rechtsteil bekommt beim Anbremsen, weil die vordere stärker bremse wie links jedenfalls war. Und wenn ich jetzt, das wollte ich sagen, wenn ich da mehr Erfahrung damals gehabt hätte, hätte ich sofort rein müssen in die Box, den Ingenieuren, den Technikern, den Mechanikern sagen, was los ist, ob die Bremsen besser einstellen. Und ich bin, weil es ja auch gegen Schluss des Abschlusstrainings ging, dummerweise draußen geblieben und kam, das ist am Hotel, wenn es hochgeht wieder, wenn man vom Wasser wieder raus, also von der Seeseite wieder hochfährt, zum Hotel de Paris, da hat man auch 160, 170 oder 180 drauf. Und dann kommt die gezogene Linkskurve am Hotel de Paris, wo dann das Casino links ist. Und da bin ich dann voll in die Balustraden rein. Und zwar die Steinbalustrade, sieht man auf Aufnahmen, die habe ich dann mit der Motorhaube durchbrochen. Das sind ja da wo die Fußgänger entlang laufen. Ja, in der Brücke. Das heißt, ich bin das Trott war hoch, auch so hoch, und bin dann, mit der Schnauze vom Auto habe ich die ganzen Steindinger rausgebrochen, bin dann durch. Und Gott sei Dank nicht noch weiter, weil das wäre genau der Kopf gewesen. Ja. Und ich habe ja das kommen sehen, deshalb war ich vorbereitet. Ich bin auch unglaublich, ich habe ja boxt in der Zeit auch, mit Boxern, also im Training natürlich, aber das jeden 2-3 Mal in der Woche. Ich hatte bombenkörperliche Kondition und Reaktion. Okay. Und bin dann, das Lenkrad war ja nicht mehr Lenkrad, das war dann geklappt durch meinen Aufprall. Wahnsinn. Und da hat es mich dann hochgeschmissen, also aus dem Sitz raus. Damals waren wir doch auch nicht angebunden, das kannte man doch auch nicht. unvorstellbar eigentlich. Ne? Ja, das war halt so. Und beim Retourfliegen runter habe ich dann leider Gottes, aber mit Glück, muss ich sagen, 2 Wirbel
die ineinander gestaucht sind. Ah, okay. Sonst wäre ich ja querschnittsgelähmt. Also querschnittsgelähmt. Ja. Und bin dann da und habe dann dabei aber Kreuzbein gebrochen, Steißbein gebrochen. Und man hatte damals ja auch Angst auf dem Aufprall, das brennt. Das war fast in der Regel so, da war nur nichts geschottet wie heute. Nein. Dass nur noch Benzinleitung, ein bisschen Benzin. Nein, da war aber Da hat man auf 200 dem Liter Tank- drin gehabt hinter sich. Und will raus und komm nicht raus und guck runter an mir und sehe den rechten kompletten Fuß auf der Seite auf dem anderen Fuß. Das heißt, diesen Fuß hat es aus der Pfanne rausgerissen und lag da und deshalb konnte ich gar nicht raus. Und da haben mich Helfer, und das Auto Gott sei Dank nicht in Brand gekommen, haben mich raus und dann ins Krankenhaus. Krankenhaus und dann wurde das. Und da hatte ich Glück, wir hatten damals bei Mercedes, bei allen Einsätzen mit Mercedes, ob Rennsport, Formel, egal, einen Mercedes-Arzt dabei. Den Dr. Kampf. Ja, Dr. Kampf. Und der ist dann sofort in das Krankenhaus, wo ich lag, mit den anderen, also mit denen, die mir dann, und die haben mir vermutlich zu viel von irgendetwas gespritzt, wo die Blockade sich löste, damit sie den Fuß wieder darüber brachten. Ja. Und da ist er Gott sei Dank gekommen und hat sofort gegen den Willen von denen gegengespritzt, weil da wäre ich eigentlich dann an Herzstillstand gestorben. Nicht an dem Unfall, sondern bei denen. Da war wieder ein wahnsinniges Glück. Also Hans im Glück hat den Namen haben Sie zurecht. Es geht immer so ein bisschen durch und es gibt noch eine Sache in Hockenheim, wo die Ölleitung gerissen ist. Ja, das war auch bei Testfahrten. Ja. Da haben wir getestet. Hockenheim, ich glaube wegen Spa. Ja, Hockenheim. Fürs Rennen in Spa, Francorchamps, wo so so Kurven hat, so unheimlich. Aber Hockenheim ist ja nur geradeaus und dann den engen Kurs da innen drin und dann wieder raus. Das Motodrom und vorher geht es noch durch den Wald. Motodrom und dann raus in den Wald und dann nur eine Kurve und dann wieder zurück. Da kühlte die Bremsen und alles. Ja, da kam ich also, das heißt, die Monteure haben während dieser Testfahrt umgebaut, immer irgendetwas. Fahrwerk, das, also wir wollten ja das Auto top bringen, fahrwerksmäßig. Dabei haben die nachlässig oder wegen Zeitgewinn auch die Ölleitung so weit dort weg, wo sie eigentlich hingehört, damit sie schneller arbeiten konnten. Das hat denen erleichtert. Und ich kam dann wieder rein ins Motodrom und gehe auf die Bremse und das Pedal fällt durch. Und rechts kommen zwei Mädchen mit Fahrrädern. Und um die nicht jetzt, also wenn ich geradeaus weiter wäre, hätte ich die glatt umgefahren. Und dann dachte ich, naja, das war also in Davos Richtung in den Ort Hockenheim, da ging es ja damals noch andersrum. Da war die Streckenführung so, dass es heute im anderen Uhrzeigersinn ging. Und dann dachte ich, also das muss man in Bruchteil von Sekunden, muss man hoffentlich das Richtige machen, fuhr ich nach links von der Bahn runter Richtung Hockenheim rein, also wo die ersten Häuser beginnen. Habe aber die Mädchen noch gestreift. Die sind runtergeflogen. Wir haben uns nachher, also später, wo ich dann im Krankenhaus war, dort auch getroffen. Die haben verpflastert, da war also Gott sei Dank. Also die waren leicht verletzt? Also keine Schlurfungen und so weiter. Ja. Und da bin ich dann gegen die Hauswand, in so ein kleines Sträßchen, nach links rein. Und dann habe ich im Moment, ich habe das Bewusstsein verloren, so war es, ja. Und habe keine Schuhe mehr angehabt und hörte dann nur irgendwie von einer Frau, oh, der Fahrer ist tot. Die hat also gedacht, ich wäre in dem Auto noch drin in der Hauswand. Dabei hat es mich rausgeschmissen. Und ich lag auf der Straße. Und bin dann wieder, kam zu mir und denke, ich falle jetzt gleich in Ohnmacht. Das habe ich gespürt, jetzt kippe ich um.
und schau und guck und sehe eine Haustür, gehe da hin und mache die Tür auf und da ist Wohnzimmer und da sehe ich eine Couch und da bin ich auf die Couch gelegen in dem Haus. In irgendeinem Haus, ja. Und war ich dann mal weg und dann war ich wieder auf, wie 5, 6 Köpfe auf mich runtergucken. Wie im Film. Der Neubauer, der Ulnhaut, der Karl Kling, also Kosteletzky, der Technische, die auf mich gucken und kam dann zu mir und bin dann ins Krankenhaus gekommen und hatte keine schlimmen Verletzungen. Der Karl Kling hat mich dann heimgefahren. Also das ist unvorstellbar, was Sie erlebt haben. Und das sind ja Autos, man hat da heute gar keine Vorstellung von. Gut, in Reims zum Beispiel bei Hochgeschwindigkeit oder Avus, da sind wir doch knapp an die 300 gefahren. An die 300, aber das waren Reifen. Reifen. Das kann man gerade eben Reifen nennen. So. Sie waren nicht angeschnallt. Sie nehmen Wasser. Danke, vielen Dank. Ja, Sie haben noch. Das aber passt ich muss alles. ja mehr reden. Sie müssen mehr reden und das ist, ich muss dazu sagen, wir sitzen hier gerade bei 36 Grad Außentemperatur. Auch das, ja. Aber Argentinien, Mexiko war schlimmer. 40. Argentinien, da müssen wir auch drauf kommen, ja. Das ist das, jetzt machen wir aber weiter. Das Stichwort, das große Hitzerennen, was kaum einer schadlos überstanden hat, außer Juan Manuel Fangio, der ist durchgefahren. Erzählen Sie, Sie waren dabei. Wir waren 4 Fahrer, 4 Wagen. Fangio, Kling, Moss und ich. Wir waren die 4 Fahrer. Start das heißt die Zeremonie, die wie hieß er, der Präsident, Perón hieß er ja. Perón und Sie. Evita Perón. Vita, ja. Also Perón, der hat uns alle Fahrer, wer es war wurscht, aufmarschieren lassen in der Hitze. Es war auch für diese Verhältnisse damals übermäßig heiß. Und dann mussten wir alle so Parade auffahren, im Schritttempo. Das wird man geschoben, ohne Motor. Und die Fahne dazu, das richtige, wie halt Südamerikaner, das zelebrieren, dass die da riesengroß. Das heißt, da ist man schon 1, 2 Stunden vorher. Das war schon in der Hitze gewesen, ja. Noch einmal. Dann der Start. Also Fangio und Moss waren in der ersten Reihe. Also nicht, heute ist ja alles so. Früher waren 4 Autos, 4 nebeneinander. 3 Autos dahinter, die zweite Reihe. 4 Autos, 3, 4. Wie eng das wurde, ne? Wahnsinnig. Und die Zuschauer standen daneben, 3 Meter. Andere Zeit gewesen. Start. Und da hat es den Kling gleich rausgehauen. In der ersten oder zweiten Runde ist der schon abgeflogen. Das war ja außerhalb von der Hauptstadt, von Buenos Aires, eine Rennstrecke. Eine permanente, richtige Rennstrecke. Also es war nicht jetzt Straßen wie Hockenheim, das ist ja Straße eigentlich. Und trotzdem haben die Zuschauer genau am Rand gestanden. Ne? Das ist das ist die dritten halt. Er ist rausgeflogen und dann die Hitze und wir hatten alle, also wir von Mercedes, eine Wasserflasche mit dem Schlauch, damit man immer mal wieder saugen konnte. Und das ging so bis Mitte des Rennens, also nach 500 Kilometer war er rennend, also nach, ich sage jetzt 250 Kilometer. Nehme ich das Ding wieder. Jetzt habe ich beim Trinken davor nicht mehr in die Klammer den Schlauch richtig reingedrückt. Jetzt ist der Schlauch runtergefallen und in der Zeit, in den 10 Minuten, wo ich nichts getrunken habe, war nichts mehr drin, nur Sand und Rauchsteck. Jetzt nehme ich wieder den Schlauch und habe nur Sand und Dreck. Und, schlimm, aber nützt ja nichts. Weiter. Und dann sah ich während dem Rennen ich bin am Fangio dran. Am ersten. Da denke ich, mein Gott, da bin ich so gut. Ich weiß nicht. Und das nicht richtig begriffen, auch in der Hitze und was weiß ich. Dabei war Folgendes passiert. In der Mitte des Rennens ist selbst der Fangio, der Moss ist ja auch später rausgeflogen, er hat nichts mehr gewusst, das kommt noch. Fällt mir gerade ein. Der Fangio war in der Mitte des Rennens, hat er selber gesagt, er wusste nicht warum, er fuhr in die Box. Ohne dass was gewesen wäre. Der ist einfach in die Box gefahren. Und dann haben die nix. Und dann haben sie Kübel genommen, mit Wasser war ja alles vorbereitet,
und haben das einfach über ihn geschüttet und hinten angeschoben, dann ist er wieder weitergefahren. Die Hitze hat ihn verrückt gemacht. Schwind einen Blackout gehabt oder was weiß ich. Jedenfalls war das der Moment, wo er ja gehalten hat, obwohl es ging ja schnell, aber auf einmal war ich an ihm dran. Das war ja schon gut. Und dann ist der Moss raus. Der Moss ist an irgendeiner, es ist ja so, also das Gefühl hat man anscheinend, so hatte ich, und da haben wir drüber gesprochen später, wenn man kurz vor der Bewusstlosigkeit ist, hatte ich eigentlich so, wenn die Kurve jetzt kam, zum rechts, also die Kurve kommt, und dann hat man ach komm, fahr doch geradeaus. Irgendwie ist sowas blockiert da oben. Und bin aber dann in die Box, weil ich merke, ich kipp um. Bin in die Box, dann haben die mir nicht viel Wasser gegeben, ein Schwamm. Nicht einmal sondern Schwamm zum Saugen. Das ist eigentlich nicht gut, wenn man dann da zu viel oder schnell Wasser trinkt. Die Ärzte, was weiß ich. Und konnte nicht mehr weiterfahren. Ich konnte nicht mehr. Ausgestiegen. Beim Moss war in der Zeit Folgendes passiert. Der ist an irgendeiner Kurve, ist der geradeaus, aber ohne das, was ihm und dem Auto passiert ist. Und dann kam der Sanka, hat ihn also eingeladen und Richtung Krankenhaus. Mhm. Und auf dem Weg vom Rennplatz zum Krankenhaus ist er wieder wach geworden und hat um sich geschlägelt und gemacht und der ist ja gewalttätig. Und dann haben sie nachgegeben und ihn wieder zurückgefahren an die Box. Ja. Ein Auto stand ja auf dem Rennplatz auf der Rennstrecke. Jetzt war nur noch, mein Auto habe ich ja abgeschlossen, ich hatte also die Kraft noch wenigstens an die Box zu fahren. Mhm. Und jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt hat der Moss, der wieder bei sich war, und der Fangio mein Auto zu Ende gefahren. So war's. Also mein Auto kam an ohne mich. Weil die im Wechsel, die konnten auch nicht durchfahren. Auch nicht mehr, ne? Die haben sich dann abgelöst und sind dann da irgendwie nur gut platziert worden, aber nicht gewonnen. Ein unglaubliches... Und Fangio, der hatte Verbrennungen an den Beinen. Und zwar hat er keine diese Schuhe angehabt wie wir von der Hitze mit Asbest oder was weiß ich, sodass die Pedale, ist alles Metall, ja. Das wird ja so heiß durch den Motor vorne. Ja, ja. Und die Hitze, was da überhaupt dazu, der musste anschließend ins Krankenhaus und sich verarzten lassen. Weil die Beine verbrannt waren vom Pedale bedienen. Ja. Das war Argentinien. Das war Rennenfahren früher. Knallhart. Also wirklich eine Zeit, ich schaue Sie an, als würden Sie vom anderen Stern kurz herkommen. Ja, das ist so faszinierend, was Sie erzählen. Es war aber auch eine Zeit, wo es hin und wieder attraktive Frauen in der Boxengasse gab. Und man hört, Sie sahen ja auch ganz gut aus. Wie war denn das Rennfahrerleben damals? Man muss das eigentlich ganz simpel so sagen. Heute heißen die ja Boxenluder, glaube ich. Ja, heute nennt man die hießen sie, als sie noch reingekommen sind. Ja? Also die Boxenluder, ne? Die gibt es ja. Ich meine, die Rennerei war halt früher sehr gefährlich. Wir haben ja in der Zeit 2, 3 oder 4 Tote pro Jahr gehabt. Ja. Pro Jahr. Und da hat man entsprechend, man wusste auch nicht, wie lange wird man denn noch Rennen fahren, also leben. Mhm. Mir ist mal glaube Argentinien, wo mir die Zahnpasta ausgegangen ist. Und gehe in die Apotheke, um Zahnpasta zu kaufen. Und da kam bei mir geschwind so kurz der Gedanke, wirst du die ganz aufbrauchen? Denn am Start, wenn man dann am Start stand, damals am Rennen, könnte es heute sein. Der vor dir, der neben dir, ich nicht. Das hat man schon ausgeblendet, ne? Nicht. Ja. Sonst muss ich aufhören, muss ich raus. Ja. Also das hat man überwunden, bis dann die Start, wenn dann die Flagge, keine Ampel, die Flagge, wenn die dann fiel, war das alles weg. Da war man sich nur konzentriert auf Schaltung, Getriebe, Kurve, Bremsen, das, Gegner.
So war das. Und dann hat man ein bisschen wilder gelebt. Ach so, ja, die Boxenluder. Wir waren, ich sage mal so, heute ist ja alles so getrennt bei den jetzigen, die abgeschirmt und so weiter. Ja. Wir waren da offener. Und wir waren Kameraden. Das heißt, wir haben dann gesagt, wenn jetzt da dem eine seiner Frau vielleicht zu einem Rennen kam, dann haben wir gesagt, Karl, übernehm du. Mehr brauchen wir eigentlich nicht sagen. Okay. Okay. Das ist Wanderpokale. Wanderpokale und heute heißen sie Boxenluder. Halt die Boxenluder. Sehr schön gesagt. Und den Frauen zu Hause konnte man immer sagen, Karl war dran. Der da. Also, der war, ich war es nicht. Ja. Aber auch lustig, gell? Ja, natürlich. Also, so tragische Geschichten man erlebt hat, halt, wenn man so viel verloren hat. Sie haben manchmal, wenn Sie dabei waren, die Boxenluder oder die Wanderpokale zu verteilen, sind Sie manchmal auch ein bisschen später nach Hause gekommen. Und es gibt eine Anekdote, wo der Mercedes-Rennleiter das nicht so gerne gesehen hat. Ja, halt, nein, das ist anders. Okay. Rennleiter, der Neubauer, ja. wir lebten ja alle in einem Hotel, oft die Ferrari und Maserati auch im gleichen Hotel. Heute ist ja das undenkbar. Undenkbar, ja, das stimmt. Und der Dicke, wir hatten einfach diese Instruktion oder dieses Verhalten, vor 10 Uhr im Hotel zu sein. Das ist gewesen. Vor 10 im Hotel. Und bei mir war es halt einmal 12 Uhr vielleicht. Einmal? Ja, also jedenfalls, wo es gemerkt hat, auf den muss ich besonders schauen. Da hat er diesem Hotelier gesagt, wenn der Hermann, egal, wenn der nach 10 Uhr kommt, ihn wecken. Dann hat der Hotel sich gewehrt. Und er sagt sich dann darüber, sind wir beim nächsten Mal nicht mehr in Ihrem Hotel. Sie haben mich zu wecken, wenn der Hermann nach 10 kommt. Jetzt kam ich nach 10. Jetzt hat er ihn also in seinem Zimmer raus und auf dem Gang, es war am Gang dann, ich wollte ja in mein Zimmer, kam mir der entgegen, roter Kopf, wehend, und Koloss, nicht? Wehendes Nachthemd und schreit, Sie sind entlassen. Sie packen Ihre Sachen und fahren heim. Nicht mehr bei uns. Also so bin ich ins Bett, habe sicher nicht geschlafen. Und am anderen Morgen hat dann der Uhlenhaut mich gerettet. Der hat so lange auf den eingeredet, auf den Neubauer, dass er, wo er sich beruhigt hat, wo er vielleicht dann ein bisschen Blutdruck runter war und der rote Kopf nicht mehr so, hat er dann, ja, also er hat mich, der Uhlenhaut war der, dass ich dann weiter im Team bleiben konnte. Aber unter einer Bedingung, Sie mussten mit dem Dicken das Zimmer teilen. Ich musste mit dem tatsächlich im Zimmer schlafen. Wie schnell ich schlafe, wie der schnarcht, dass alle Wände wackeln. Ja, das stimmt. Ja. Aber das war nur einmal. Aber danach wahrscheinlich war es das vielleicht, dass er sagt, so, jetzt will ich Gewissheit haben. Okay, aber von da an waren Sie erzogen und ein bisschen handsamer. Jetzt habe ich mich untergeordnet. Haben sich dann im Team eingefunden. Ja. Ein zweiter Rennleiter, bei dem Sie viel gelernt haben, war Carlo Abarth. Eigentlich ein gebürtiger Wiener und hat angefangen mit Fiat-Bausätzen, ist dann nach Italien ausgewandert. Ja. Und der war auch so streng, oder? Der war sehr streng, aber unheimlich präzise und genau, eigentlich wie der Neubauer. Aber er war mehr ein richtiger Diktator oder ein Mussolini oder was weiß ich. Ne? Er war sehr streng, aber er mochte mich sehr. Das spürt man ja, wenn man. Ja. Aber er hat mich einfach dann sagen wir mal, erzogen, mehr oder weniger in der Zeit, zum Arbeiten auch. Und zwar war ich dann der die Fahrzeuge, das Fahrwerk
Einstellung, die Feder, die Dämpfer, die was weiß ich, Rad, Kinematik und so weiter, Bremsen, Getriebe. Mit dem damaligen Steinmetz habe ich dann die ganzen Fahrversuche in Turin gemacht. Ich war ja oft wochenlang da unten, habe da ja Hotelzimmer auch gehabt, also ich war fest da unten. Im Winter bin ich dann mit dem Zug meist gefahren, erinnere ich mich, weil da war mit dem Auto war es schlechter. Also ich war sehr, sehr viel da unten und dort habe ich vom Fahrwerk und von einem Automobil und von einer Straßenhaltung, was man machen kann, um es zu verbessern, viel gelernt. War richtige Lehrjahre, wo ich dann später anwenden konnte bei Porsche. Bei Porsche. Und da zum Beispiel bin ich ja mit dem Joe Siffert, der ja ein unglaublich schneller, aber wirklich netter, ehrlicher Kerl war. 2 Jahre waren wir ja das Team, 2 Jahre. Und der Sepp hat halt gesagt, wenn der Hans hat das Auto gerichtet, alles in Ordnung. Super. Ein großes Lob. Genau, und das war ja bei Porsche wichtig, dass da die Fahrer das konnten. Ja klar, da war ich also der, Ja. Selbst wo ich dann keine Rennen mehr fuhr, 70, wo ich aufgehört habe, hat der Peter Falk, war es jetzt für mein, der Falk gesagt, Hans, mach doch unsere Testfahrten weiter. Da habe ich aber das, wo ich gelernt habe, umsetzen können bei Porsche. Sie sind 14 Mal in Le Mans gestartet. Ja. Und das letzte Rennen Ihres Lebens war 1970 Le Mans, was Sie gewonnen haben, wo Sie gesagt haben, wenn Sie gewinnen, hören Sie auf. Aber wir müssen noch ein Jahr zurück, 1969. Das ist das verrückteste Rennen der Le Mans-Geschichte. Also man muss sagen, Le Mans 24 Stunden. Da fuhr ich beim 69 mit dem Larousse. Germain Larousse, ja. Im 908. Den 908, gegen den Chucky X. Das war eigentlich der Gegner mit dem GT40. Mit dem Ford GT40. Ja. Starkes Auto. Ja. Und im Rennen hat es sich so ergeben, und zwar hat sich so ergeben, der hatte ja auch ein Problem gehabt. Aber wir hatten an meinem Auto, musste das Radlager gemacht werden. Da haben wir 20 Minuten gestanden. Das heißt, da bin ich also, war ich wieder, weiß Gott wie weit hinten, bis man dann, aber 24 Stunden ist ja lang auch, ne? Wieder sich vorarbeitet. Und das hat sich so ergeben, dass der X und ich zusammen die letzten 1,5 Stunden beieinander waren. 1,5 Stunden, jede Runde Führungswechsel, ne? Die letzten 1,5 Stunden haben uns pro Runde 2, 3, 4 Mal gegenseitig überholt. Beim 24-Stunden-Rennen. Das ist unvorstellbar, ne? Denn es ist ja so, dass in Le Mans-Rennen die Resultate dann so ausgehen, dass der Erste gewinnt, der Zweite ist 4 Runden zurück. Genau. Kann man nachgucken. Ja. Der Dritte ist 5 Runden zurück. Und hier ging es auf Bruchteile von Sekunden. Und die letzte Runde, und deshalb, bei mir war Folgendes. Ich spürte, dass die Bremsen nicht mehr die waren. Das heißt, der hat gemerkt, ich muss 50 Meter vorher, und darauf gab es ja keine Schikanen damals. Ja. Da ist man ja die lange Gerade und dann rein ins Start und Ziel. Hat er gemerkt, er hat mich einfach beim Bremsen, und ich konnte dann auf der langen Geraden im Windschatten auch ab und zu, nicht immer, je nachdem andere Autos noch fuhren, doch an ihm vorbei war ich immer wieder vorne. Jedenfalls hatte ich mir dann einen Plan zurechtgelegt. Die letzte Runde. Die letzte Runde werde ich nicht, wie der erwartet von mir, dass ich da bremse an der Stelle und er noch 50 Meter und dann vorbei ist, sondern da bremse ich nicht. Das habe ich so durchdacht. Allerdings wird es Folgendes wahrscheinlich sein, also Einbiegen in die Startlinie, Start und Ziel gerade. Ziel ist eine Rechtskurve.
werde ich vermutlich auf links und rechts waren ja damals diese Abweiser, die Begrenzungen Curbs, von der Rennstrecke, werde ich da drauf kommen. Dann wird es mich unter Umständen überschlagen. Also das habe ich alles so überlegt im Rennen. Die letzten Runden im Rennen. Und dann fliege ich auf dem Dach entlang durchs Ziel und habe gewonnen, bin aber vielleicht tot. Das sind tolle Gedanken, die man so hat. Nach 24 Stunden. Und da habe ich ja 65 und 69 habe ich ja meine Söhne. Das war ja 69. Da habe ich an die Kinder gedacht. Immerhin hatten Sie die. Das war 69. Da hat er gewonnen mit 1 Sekunde oder 1,5. 100 Meter Vorsprung. 100 Meter sind bei der Geschwindigkeit eine Sekunde. Ja. Das ist unvorstellbar. Ne? So war es. Und da hat meine Frau, da hat sie dann gesagt, Hans, 70, wo ich Richtung Le Mans zum Rennen wieder fuhr. Wo sie wusste, sie würden auch ihr Leben lassen für einen Sieg. Für mich war klar, dass ich Ende der Saison aufhöre. Ja. Hat niemand gewusst, sie auch, nur ich. Für mich war klar, 70 werde ich aufhören. Auch mein Vertrag mit der Frau Kommerzialrätin Piech, ich fuhr ja für Österreich, ist mir völlig wurscht, ich höre auf. Und ich fuhr also in Le Mans dieses letzte Rennen. Und weil sie gesagt hat, wenn du jetzt gewinnst, hörst du dann auf, habe ich ja gesagt. Weil ich sowieso aufgehört hätte, ob gewinnen oder nicht. Okay. Und habe ja gesagt, jetzt habe ich aber 70 gewonnen und habe natürlich Wort gehalten. Im Porsche 917, der fast noch brutaler war, ne? Ja, 917 das war am Anfang ein sehr schwieriges Auto, bis wir das im Griff hatten, bis das Auto hat uns im Griff gehabt. Eigentlich Untersteuer, Übersteuer, gar nicht muss man. Da haben uns die Engländer ein bisschen geholfen. Die hatten da sich besser, waren da weiter mit der Aerodynamik. Wir haben immer einen Dämpfer und eine Federung und wir mussten nur an der Aerodynamik Änderungen machen. Und dann war das zum Rennen ein Top-Bombenauto. Ende. Und seitdem, und jetzt kommt mein letzter Satz. Und dann haben wir noch eine letzte Frage, die ganz kurz zu beantworten ist. Sagen Sie Ihren letzten Satz. Mein letzter Satz ist 70 gewonnen, wie ich das versprochen habe aufgehört, aber leider muss ich seitdem arbeiten. Es ist so. Bis heute, jetzt sind Sie 91. Wenn Sie dem Jungen, jetzt rückblickend, sind 91 Jahre, wenn Sie dem 20-jährigen Hans Hermann einen Tipp geben würden, was wäre das gewesen? Genau so machen. Das ist das Tollste, was man sich vorstellen kann. Genau so machen. Herr Hermann, mit den Fehlern und mit gut und mit nicht so gut. Man lernt und wird da im Laufe der Jahre besser. Toll. Ich hätte Ihnen stundenlang zuhören können. Ihr Masseur wartet hier. Ja. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Es war eine ganz große Folge. Sie müssen mir aber so ein Ding schicken. Dass natürlich. Natürlich. Haben Sie eine Karte, damit ich Sie zahlen kann? Ich habe Ihre Adresse. Ich gebe Ihnen meine Karte gleich. Ja? Sie legen da die Karte hin. Mache ich. Und ich gehe jetzt. Sie gehen. Vielen Dank, Herr Hermann. Und das war die alte Schule für heute. Ich hoffe, ihr hattet genauso ein Vergnügen mit Hans Hermann wie ich. Wenn ja, dann bleibt mir treu, denn ich habe mich mit ihm in 9 Jahren zu seinem 100. Geburtstag verabredet. Dann erzählt er noch die restlichen Geschichten, die wir heute nicht geschafft haben. Hans Hermann könnt ihr euch auch anschauen bei uns im Netz unter www.alte-schule-podcast.de und wenn ihr mehr über ihn erfahren wollt, dann lest unbedingt seine Biografie, die Hans Hermann Story, erschienen im Motobuch Verlag. Das Buch lege ich euch ans Herz. Es lohnt sich und es lohnt sich natürlich auch in der kommenden Woche wieder hier reinzuhören, denn da rede ich mit Motorenpapst und Turbogott Fritz Indra. Bis dahin macht's gut und bis zum nächsten Donnerstag. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de